Sie reden von Märchen und Sie sind die Rattenfänger der Nation letztendlich. Sie vereinfachen Dinge in einer Welt, die kompliziert geworden ist. Hey Leute, habt ihr schon mal erlebt, wie ein SPD-Chef komplett die Fassung verliert? Heute schauen wir uns an, wie Dirk Kienscherf im Hamburger Parlament völlig ausrastet und die AfD und ihre Wähler als Rattenfänger der Nation beschimpft. Aber was zeigt diese Wortwahl wirklich über das Demokratieverständnis der SPD? Und warum schaffen es die Grünen in 5 Minuten Redezeit nicht, auch nur ein Argument für ihre Politik zu liefern? Dieses Video wird euch nicht nur aufregen, sondern auch zeigen, wer die echten Feinde der Demokratie sind. Lasst uns drüber reden. Vergesst nicht, liken, abonnieren und schreibt in die Kommentare, was ihr von dieser Eskalation haltet. Eure Meinung zählt. Auf geht's! Sie reden von Märchen und Sie sind die Rattenfänger der Nation letztendlich. Sie vereinfachen Dinge in einer Welt, die kompliziert geworden ist. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es sind ja auch Wahlkampfzeiten und erwarten die Bürger ja auch so ein klein wenig, dass Sie ihnen sagen, wofür Sie und Ihre eigenen Parteien stehen. Ja? Frau Jasperg scheint dazu wirklich nicht allzu viel einzufallen, denn sie hat in den 5 Minuten keinen einzigen Punkt genannt, wofür die Grünen stehen. Sie hat sich lediglich abgearbeitet an einer stimmenmäßig schier übermächtigen AfD, die in den Ostländern über 30% bekommt, zur stärksten Partei wird. Das große P in Ihren Augen ist unübersehbar, Frau Jasperg. Sagen Sie den Leuten, wofür Sie stehen, und schimpfen Sie nicht mit Hass und Hetze auf andere Parteien. Und wenn Sie denn hier zum x-ten Mal mit irgendeiner erfundenen Potsdam-Geschichte auflaufen, die ja vor den Gerichten schon längst abgearbeitet worden ist. Sie wissen, dass Herr Vosgerau geklagt hat. Sie wissen, dass selbst Korrektiv nicht mehr davon spricht, es habe Deportationspläne gegeben. Das wissen Sie hoffentlich. Und Sie sind ja nur deswegen geschützt in dieser Meinungsäußerung, Frau Jasperg, jetzt hören Sie mir mal zu, weil Sie Abgeordnete sind. Wenn Sie das als Zivilperson draußen machen würden, würde Herr Vosgerau Sie garantiert vors Gericht zerren und da hätten Sie keine guten Karten. Also halten Sie sich an das, was gerichtlich festgestellt wird. Im Übrigen habe ich kürzlich vernommen, dass die Co-Geschäftsführerin von Korrektiv, die ja diesen Skandal aufgedeckt hat, mittlerweile sich mit dem Gedanken trägt oder den vielleicht schon umgesetzt hat, Wahlkampfmanagerin für die Grünen zu werden. Hört, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man das nicht als Interessenkonflikt bezeichnen darf, dann weiß ich es nicht. Also daher weht der Wind, um das mal ganz deutlich zu sagen. Und für alle, die es noch nicht wissen, wir haben so einen wunderschönen Flyer, Migranten und AfD passt nicht. Passt doch, den sollten Sie sich vielleicht mal zu Gemüte führen. Da stehen ganz viele gewichtige Gründe drin, warum auch Migranten die AfD wählen können. Ja, das können Sie sich gerne mal angucken, sollten Sie ja wirklich tun. Also kein Wort von Deportation, was Sie im Übrigen auch alles ablehnen. Und Herr Kienscherf, es ist wirklich erstaunlich, wie Sie mittlerweile hier die Nerven verlieren, ja? Dass Sie sich nicht mehr fachlich und sachlich mit uns austauschen, sondern dass Sie hier diesen Begriff Rattenfänger, so einen Nazi-Begriff, hier ungestraft auch noch verwenden können. Das spricht Bände für all das, was in diesem Parlament so abgeht, Herr Kienscherf. Das spricht Bände. Nur üble Beschimpfungen, sonst haben Sie nicht viel zu bieten. Und Herr Thering, Sie tun jetzt so, als seien Sie vor der Welle. Sie gehörten damals, als Frau Merkel die Grenzen öffnete, und das muss man den Bürgern immer wieder sagen, zu den größten Klatschhasen auf den CDU-Parteitagen. Sie waren damals schon in der CDU. Ja, Kollege Selmaker, Sie haben mir die einzig sachliche Rede von der CDU gehalten. Dafür mal vielen Dank, Chapeau. Es geht also auch in der CDU, dass man sachlich redet und nicht nur mit Hass und Hetze, wie Herr Thering das macht. Vielen Dank. Geht raus, liebe Leute, es ist wieder so weit. Wählt das Blau, das uns in die Freiheit geleitet. Demokratie und Grundwerte, das ist unser Plan. Mit der AfD kommt ein neuer Morgen an. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD.
Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauem Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Kinder und Familien, die sind uns viel wert. Die deutsche Sprache, die haben wir geehrt. Der Klimaweg endet, Umwelt wird geschützt. Mit der AfD wird Europa neu gemixt. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauem Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Familien, die sind uns viel wert. Unabhängig, da läuft's wieder echt. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD wird Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar für